Fußball 2000 habe ich hier Stürmer gehört. Es geht wieder von 9 los. Etikette geht zu Liverpool. Die Eintracht wird Ersatz brauchen. Ich bin fast schon müde, was diese Diskussion betrifft. Aber es gibt natürlich auch wieder Cash-Mash und gebrochene Herzen. Gewöhnt man sich langsam dran. Wir sind im Massiv naiv. Ja, und werden mal in großer Runde über die ganzen Sachen sprechen, die das so mit sich bringt. Ihr lasst schon mal Likes da, dann habt ihr es hinter euch. Schreibt Kommentare. Dies, das, Ananas kommt Fußball 2000 live am 21.08. und so weiter. Ihr wisst, was ihr zu tun habt. So Community-Kram. Ciao, ciao. Fußball 2000, wir sind wieder da und zwar heute mit einer packevollen Sendung. Der Transfer-Tornado, er dreht sich, es ist unfassbar. Und natürlich brauchen wir dafür fachfrauische, fachmännische Unterstützung. Und wir kennen sie, die Hanna, sie war schon mal unter anderem bei den Reaktionen dabei. Sie ist in die große, weite Welt ausgezogen und hat gesagt, wenn ich es woanders schaffe, dann komme ich nie wieder zurück. Und heute ist sie wieder da. Ich freue mich, dass du wieder am Start bist, Hanna. Ja, auf jeden Fall. Und liebe Leute, es ist Wahnsinn. Ekitike, die Sache, sie scheint fix zu sein. Liebe Hanna, wo geht's für Ekitike hin? Ja, so wie es aussieht, nach Liverpool, denken wir, Stand jetzt alle. Mal schauen, wann dann tatsächlich die offizielle Meldung kommt. Aber so wie es aussieht, ja, geht er auf die Insel. Ich habe gehört, roundabout 95 Millionen. Das ist zumindest die Summe, die gerüchtet wird. Aber lieber Phil, da bleibt auch gar nicht alles bei der Eintracht, gell? Nee, also die Summe an sich klingt natürlich wieder mal überragend, inklusive Boni bis zu 95 Millionen Euro. Das ist schon wieder sehr, sehr stabil. Wenn wir uns das mal vor Augen führen, was in diesen letzten 2 Jahren da passiert ist, ist brutal. Aber genau, du hast es angesprochen, ist ja nicht so, dass die Eintracht 100% davon am Ende verarbeiten kann finanziell, sondern das ist schon deutlich weniger. Ja? Also zum einen die Weiterverkaufsbeteiligung an PSG. Dann werden auch Hecki und Berater selbst ordentlich beteiligt an diesem Deal. Und du darfst ja nicht vergessen, und das wird später noch mal Thema sein, viel von diesem Geld ist ja auch schon wieder reinvestiert worden. Also diese Summe wirkt deutlich fetter, als die letzten Endes ist. Das ist ein wichtiger Punkt. Trotzdem müssen wir natürlich über diese Gesamtsumme sprechen. Denn egal, wie wir es drehen und wenden, das ist massiv. Das ist wieder massiv viel Geld, die die Eintracht für einen Stürmer bekommt. Und es zeigt, dass ein Spieler nach nur einer Saison, die er bei der Eintracht so wirklich gespielt hat, aber natürlich on peak performt hat, muss man natürlich sagen, dass er sich wieder in den Fokus gespielt hat. Und Basti, das ist gar nicht so selten bei Stürmern bei der Frankfurter Eintracht so. Tatsächlich, Phil hat es ja eben angerissen. Also du gewöhnst dich ja fast schon dran, darfst dich aber eigentlich nicht dran gewöhnen, weil Stefan Reich hat es in unserer WhatsApp-Gruppe, glaube ich, am besten beschrieben. Das ist was Historisches, was da gerade passiert. Dass du so eine Riege an Stürmern hast, wo jeder für diese Millionensummen geht und du dich als Eintracht-Fan fast schon dran gewöhnst. Und für jeden anderen Verein wäre das einzeln was Unfassbares. Bei der Eintracht passiert das gefühlt alle halbe Jahr irgendwie. So, ja, da ist wieder einer und dann kriegst du die Gerüchte und die Gerüchte. Also es ist krass, was da passiert. Es ist krass, wie viel Geld die Eintracht dadurch eingenommen hat. Und nochmal einen kleinen Rückblick auf Corona. Es ist auch unglaublich wichtig, ehrlich gesagt, dass die Eintracht genau in dieser Zeit plötzlich angefangen hat, das so geil zu machen. Weil du dann wirklich dieses Loch, was Corona bei anderen Vereinen, liebe Grüße nach Bremen, nach Köln, Schalke, Hamburg, wie sie alle heißen, Gladbach, was da gerissen wurde, die Eintracht konnte das ein bisschen abfedern. Und ist deswegen auch in dieser Position, in der sie gerade ist. Also das heißt, diese Transfers, so weh sie tun, gehören zum Erfolg der Eintracht dazu, weil sie dann wieder an anderer Stelle agieren kann. Das ist richtig. Was ich aber auch noch sagen will, ist, dass die persönliche Komponente trotzdem auch dazu kommt. Denn natürlich reden wir hier schon wieder sehr viel über das Geld, aber es ist auch so natürlich eine Fankomponente, die natürlich auch dazu kommt. Das ist natürlich erstmal schade. Ne? Dass jemand wie Ekitike, bei dem wir natürlich ganz kurz letzte Woche mal drüber gesprochen haben, naja, so 10% Wahrscheinlichkeit, dass Johnny und Ekitike vielleicht doch mal zusammenspielen. Das haben sie jetzt beim Testspiel nicht gemacht. Das wird jetzt auch jetzt nicht mehr passieren. Es ist schon mal jetzt auf der persönlichen Ebene als Fan natürlich ein bisschen schade, Hanna, oder? Ja, ich finde es mega schade, weil er halt sich dann auch irgendwie als cooler Typ entpuppt hat, der auch nochmal so eine ganz andere Komponente ins Spiel eingebracht hat. Es hat mega Spaß gemacht, ihm immer zuzuschauen. Also so Triplings, die Lupfer, die er immer mal reingebaut hat, das hat halt Bock gemacht. Und dass er geht, ist natürlich schade, aber das ist halt auch irgendwie das Geschäft mittlerweile. Aber auch genau das Ding, diese persönliche Bindung, die du hast zu so einem Spieler, auch wenn er nur 1,5 Jahre da war und das erste halbe Jahr, wir erinnern uns, in welchem Zustand der zur Eintracht kam. Ja, sowohl was das Körperliche, aber auch was den Kopf angeht. Den wieder aufzupäppeln, hat ja ein halbes Jahr gedauert. Ja. Dass der außergewöhnliche Qualitäten hat, hast du von Anfang an gesehen. Was aber keiner wusste, ist, was für ein überragender Typ das ist, wie du gerade gesagt hast. Ne? Einfach wahnsinnig anerkannt, beliebt in der Mannschaft, weil er total offen ist, weil er ein freundlicher Typ ist, weil er auch eine Lockerheit in die Kabine und auch auf den Platz gebracht hat. Diese Kombi hast du halt nicht so häufig. Bei Omar Mamouche war das ja ähnlich, dass du dieses krass Emotionale, mit diesem immer Vorweggehen, diesen Club auch komplett leben, auch wenn du nur kurz hier bist.
Bei Hecki war es so diese Positivität in Kombination mit dieser wirklich einzigartigen fußballerischen Qualität, die der mitbringt. Denn der kann einfach Sachen machen, die halt auf der Welt vielleicht 100 Fußballer können. Und diese Kombi, das tut natürlich schon auch extrem weh. Das ist ein wichtiger Punkt, denn ich finde es tatsächlich so, wenn wir das zurückgucken, die 1,5 Jahre, das erste halbe Jahr war ja auch ein bisschen rocky, war ein bisschen schwierig. Aber du wusstest schon, Rocky. Ja, genau. Du wusstest aber schon, da ist Großes da. Du hast im Gegensatz zu bei anderen Spielern hast du immer das Potenzial gesehen, was da war, ne? Und wo er sich dann besser reingearbeitet hat. Weiß nicht, welche anderen Spieler du Das meinst. war doch mal in Ruhe, Alter. Vielleicht reden wir da heute eventuell noch mal Liebe drüber. Leute, schreibt in die Kommentare, auf wen ich mich da beziehen könnte. Keine Ahnung. Aber mir geht es im Endeffekt darum, ich habe es früh gesehen. Und du hast gesehen, dass er aber auch sich mit der Mannschaft connecten wollte. Dass er früh das Mindset hatte, egal wie lange ich hier bin, das ist meine Chance. Und die hat er genutzt. Und das muss man natürlich sagen. Und dann die unfassbare Qualität, die Ekitike hatte, weil er auch so ein Spieler war, den konntest du nicht so richtig in eine Kategorie schieben, weil er eine gewisse Qualität hatte und einen positiven Wahnsinn. Und das wird der Eintracht auf jeden Fall fehlen, Basti. Ja, also ich habe bei mir gemerkt, bei Etikette, dass es von all den Transfers, die wir in den letzten Jahren hatten, am wenigsten schlimm war. Wahrscheinlich, weil man sich irgendwann daran gewöhnt. Ja. Also bei Etikette war es schon so, als er kam, war es schon so, dass ich dachte, ja gut, das wird wieder einer dieser Stürmer sein, der mit Sicherheit jetzt, keine Ahnung, ein Haus bauen wird in Oberursel und hier sesshaft werden wird. Sondern Wie das all wird, die anderen. Nein, sondern das wird jemand sein. Aber ich meine, wir haben ja andere Spieler, wo du weißt, okay, die können ein bisschen bleiben, die werden den Stamm bilden. Ihn habe ich nie dazu gezählt. Deswegen hatte ich bei ihm auch nie so eine Bindung, wie ich es zum Beispiel bei Ante Rebic hatte, bei Haller, bei Jovic. Haller war krass, bei Jovic und so ein Kram. Ich meine, nach der Büffelherde, seien wir ehrlich, nach der Büffelherde hat niemand mehr den Fehler gemacht und sein komplettes Herz einem Spieler geschenkt und irgendwie, keine Ahnung, alle Trikots beflockt und was weiß ich was gemacht, weil man weiß, dass er geht. Und trotzdem ist es natürlich was auch sportlich der Eintracht fehlen wird, weil er uns unglaublich viele Situationen aufgelöst hat und das musst du erstmal ersetzen. Und ich glaube, ehrlich gesagt, dass du das gar nicht ersetzen kannst. Weil machen uns mal eins klar. Wen haben wir da jetzt im letzten Jahr verloren? Mamouche und Etikette. Das werden die beiden Stürmer sein, die beim Premier League Topspiel nächstes Jahr aufeinandertreffen und wo Match of the Day die beiden Bilder einblenden Das wird. ist so Das Wahnsinn. heißt, auch was diesen Transfer betrifft, dann ist die Eintracht mit in so einem Pokerspiel mit Newcastle, Isak, 150 Millionen, Etikette, Liverpool, Fabrizio. In was ist die Eintracht da eigentlich reingeraten? Ja. So, in was ist die Eintracht da reingeraten? Wann sind wir eingeschlafen, wieder aufgewacht und plötzlich war die Eintracht Topclub? Das ist wie bei dir früher an den Wochenenden, wo du irgendwann denkst, was passiert denn hier, wo bin ich denn hier und wieso? Nee, bei mir war das leider anders. Ich bin dann irgendwo aufgewacht, wo es nicht so geil war. Die Eintracht ist irgendwo aufgewacht, wo ich denke, Ohne Klamotten. geil, Alter. Wie bin ich denn in den 5 Sternen Alter? Ja, gut, der eine bezahlt vielleicht eher Geld, der andere bekommt Geld und plötzlich ist die Eintracht ein Club, der sehr, sehr viel Geld für viele Stürmer bekommt. Ja, ich meine, und das müssen wir uns immer wieder vergegenwärtigen, wer hier gespielt hat. Ja. Und das siehst du ja bei Mamouche. Mamouche geht zu Manchester City, der brettert da dieses Tor aus 80 Metern in den Winkel. Alle feiern ihn, Egyptian King von Man City. Bei Etikette, ehrlich gesagt, glaube ich nicht, dass man einen Hottag raushauen muss, wenn man sagt, das kann eh nicht laufen. Ja. Stell dir bitte diese Liverpooler Mannschaft vor. Kann er sagen, mit Wirtz und Ja, Musala. die Kombi Und dann lese ich ganz ehrlich, Marvin, ich habe dir heute, ich wollte dich nicht wecken, Marvin, heute Nacht, sorry. Aber ich habe es dann doch alles ein bisschen verfolgt, Etikette, ein bisschen die Summe. Auf einmal lese ich, Isak geht auch zu Liverpool. Ja. Und dann habe ich kurz irgendwie Schweißausbrüche bekommen und habe gesagt, okay, wie Isak geht auch nach Liverpool. Klappt das jetzt überhaupt? Ja. Aber ich glaube, dass diese Liverpooler Mannschaft, wenn die Isak, Etikette, Wirtz, Salah und so ein Kram, dann ist das eine absolut monumentale Mannschaft, die eine Generation in Liverpool prägen kann. Und die beiden haben vor nicht allzu langer Zeit bei uns zusammengespielt. Ja, ja. Nicht mal einzeln Mamouche, Etikette. Nein, das war unser Sturm. Ja, ja. Das war unser Doppelsturm. Ja. Und ja, Phil, das tut schon sehr weh, weil ich mir nur ganz kurz vorstelle, wir würden nächste Saison mit Mamouche und Etikette als Doppelspitze in die Saison gehen. Aber für ihn ist es natürlich auch so eine Sache, das musst du natürlich machen. Ich habe jetzt gelesen, 15 Millionen, oh, aufpassen. Ja, da fällt man vom Sockel, wenn man das hört. 6 Millionen, 6 Jahresvertrag, 15 Millionen pro Jahr. Allein das ist natürlich eine Summe, da muss man sagen, da kann die Eintracht logischerweise eh nicht mithalten. Ich möchte gerade noch sagen, es ist zwar Montagmorgen, aber wir haben trotzdem die Lampen an. Danke. Boah, Phil, Alter. Okay. Hanna, versuchen wir das zu ignorieren. Ja, Muss ich erst also, mal holen. Du kannst auch deine Zeit nehmen, hol dich. Ich weiß, wie schwer das ist. ich gehe einfach darüber hinweg. Ja, ich glaube, an dem Gehaltsgefüge kratzt die Eintracht ganz knapp vorbei. Ganz, ganz knapp. Ja, ich meine, es ist natürlich auch fair, dass ein Spieler, der so jung und so gut ist, sagt, okay, ich will da auf die ganz, ganz große Bühne und vor allem das Geld verdienen, was ich bekomme. Das ist natürlich auch nur logisch. Und
Ja, da sind wir noch nicht. Vielleicht kommen wir da irgendwann mal hin. Wir entwickeln uns ja gut. Aber es ist halt schon krass, dass wir jetzt von den ganz großen Vereinen angeschaut werden und dass wir die Spieler für die ganz großen Vereine liefern und davon auch noch zumindest 1,5 Jahre lang oder sagen wir mal 1 profitieren. Das ist wirklich krass, wenn du siehst, das ist wirklich, die Eintracht ist mittlerweile auf einem Niveau. 1A haben wir gerade gesehen, da wechseln die Spieler noch hin. Aber 1B, das ist mittlerweile die Eintracht. Das ist mittlerweile die Eintracht, die es dann aber noch smart macht und sagt, hey, ja klar, wir verkaufen dann, kein Problem. Aber bei der Verkaufsbeteiligung, die würden uns vielleicht auch noch manchmal ganz gerne sichten. Gibt es ja bei anderen Spielern auch. Das haben wir zumindest bei Matanovic gemacht, der ja auch gewechselt ist. Über den haben wir noch gar nicht gesprochen. Das heißt, wir haben jetzt 2 Spieler, 2 Stürmer, die jetzt weggewechselt sind. Unterschiedlicher Qualität natürlich. Aber die Eintracht hat sich in die Balance der Großen wirklich mehr als gut hineingearbeitet. Ja, also ich finde vor allen Dingen halt bemerkenswert, da kann man gar nicht genug Credits raushauen an Dino Topmöller, was der aus diesen Spielern gemacht hat. Also auch Omar Mamouche, das muss man ja auch immer wieder sich vor Augen führen. Der kam nach Frankfurt, der war in Wolfsburg im Prinzip nicht mehr gewollt. Ja, hatte die mit Abstand meisten Ballverluste aller Bundesligaspieler. Galt so ein bisschen als schwieriger Charakter irgendwie. Ja. Und den hat Dino Topmöller binnen weniger Monate in einen echten Neuner verwandelt. Unfassbar. Mit einem brutalen Zug zum Tor, der sich aber auch komplett charakterlich anders präsentiert hat, als es aus Wolfsburg hieß. Ja? Und jetzt hast du eben diese Geschichte wieder mit Hecki, der wirklich am Boden lag in jeglicher Hinsicht, als der hierher kam. Weißt du noch, wie der ist ja nach 20 Minuten Training ist der mit keine Ahnung, mit Schüttelfrost musste den vom Platz tragen in der ersten Einheit, weil der nicht in der Lage war, Profifußball zu spielen in den ersten Wochen. Das muss man mal so sagen. Genau. Ja? Und jetzt guck dir an, was daraus gemacht wurde. Und so etwas in Spielern A zu sehen und B, das so rauszukitzeln, wie es Dino Topmöller macht, gleichzeitig ohne auch nur ansatzweise zu jammern, wenn die Jungs dann jedes Mal für gefühlt 100 Millionen Euro wieder weggehen. Da kann ich gar nicht genug Hüte vorziehen. Das ist wirklich Wahnsinn. Aber da musste man auch Markus Krösche trotzdem erwähnen. Also wenn man Social Media so ein bisschen verfolgt und wenn du Marvin sagst, A-Level, da ist Markus Krösche jetzt auch drin. Natürlich. Also du siehst Tweets aus komplett England. Fußball, Social Media, England. Fragt sich, was für ein Boss ist Markus Krösche, bitte, wenn du diese Einkäufe, Verkäufe, wenn du diese nebeneinander stellst, was Markus Krösche mit Moani auch noch, was er gemacht hat. Also das ist jetzt kein Bundesliga-Respect-Ding mehr, sondern das ist ein Worldwide Phänomen. Das ist ja genau die Kombi, dass du sagst, Krösche, Masterclass. Krösche entdeckt die, und Dino formt die. Und aber das ist genau der Punkt, weswegen damals wir auch darüber gesprochen haben. Und es gab ja einigermaßen auch die Kritik, ist jetzt Dino Topmöller der richtige Mann? Aber genau Krösche wollte auch Dino Topmöller, weil er genau das in ihm auch gesehen hat, weil er wusste, das ist der Mann, das ist der Trainer, der die Spieler auch noch mal besser entwickeln kann als andere. Und im Endeffekt ist es dieses Zusammenspiel, was jetzt dazu führt, dass dieses Geld generiert wird, aber gleichzeitig natürlich, Krösche sieht sie und Topmöller können sie weiterarbeiten. Und das ist natürlich auch eine einmalige Kombination. Ja, und das ist im Endeffekt auch eine krasse Entwicklung, dass quasi der Manager der Eintracht jetzt weltweit bekannt ist, beziehungsweise europaweit bekannt ist, weil du halt diese Moves machst. Weil die nicht nur Bundesliga intern in irgendeiner Art und Weise herausragend sind, sondern europaweit. Also dass irgendwelche McDonald's League Fans sagen, Alter, wer ist denn der Dude eigentlich? Und was machen die da bei der Eintracht eigentlich? Und das wird auch weiter auf das Konto einzahlen, dass die Eintracht sich weiter Vertrauen erarbeitet, in Spielerkreisen zu sagen, okay, wenn ich auch so ein Upstepper-Spieler bin, wo gehe ich eigentlich hin? Gehe ich nach Leverkusen, gehe ich nach Dortmund? Boah, ich weiß nicht, vielleicht gehe ich auch zur Eintracht. Also ich glaube schon, dass das ein weiterer Schritt ist. Natürlich gehen die Spieler meistens zu Leverkusen und Dortmund. Aber ich glaube schon, dass du es damit schaffst, dass der ein oder andere Spieler überlegt und sagt, ey, eigentlich ist es bei der Eintracht ganz geil. So, da sind geile Fans, da ist eine geile Stadt, da ist ein geiles Gerüst an Spielern. Da kann ich genau diesen Marktwert-Step machen, den ich mir vielleicht vorstelle. Und das wird auch in Zukunft auf die Eintracht einzahlen, dass du quasi diese Spieler hattest. Und du sagst, es wird auf die Eintracht einzahlen. Und natürlich ist es aber auch so, dass wir nach jetzt einem Verkauf, einem sehr, sehr guten Verkauf, auch wieder gucken müssen, wo die Reise hingeht. Und natürlich aber auch für Dino Topmöller, der hat es nämlich auch verdient, vielleicht mit einem klaren Champions-League-Kader in die neue Saison zu starten. Ausrufezeichen. Ist für ihn jetzt auch eine schwierige Situation, oder? Ja, schwierig ist es definitiv. Also auf dem Papier hat man 3 Stürmer, aber die Frage ist halt, ob die alle so gut funktionieren. Und man verliert halt einen Stürmer mit einem sehr einzigartigen Profil, weil so einen Tripler habe ich halt echt lange nicht mehr irgendwo gesehen. Und ja, da ist halt die Frage, ob da jetzt noch was passiert oder ob halt eventuell andere Kandidaten das irgendwie ausgleichen können, was ich persönlich gerade noch eher kritisch sehe. Was ist dein Bauchgefühl? Würdest du noch jemanden verpflichten? Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube halt, klar, Burkhardt ist extrem abschlussstark und so, aber so gerade für diese Zweikämpfe im 16er
da sehe ich ihn jetzt einfach nicht so stark. Und ob Wahi das am Ende liefern kann, das sehe ich einfach auch nicht. Wahi, du sprichst es an, du machst die Wahi, Überleitung Wahi. aus dem Himmel und da müssen wir leider Müssen wir erst mal was zu trinken, vom Himmel in die Hölle gehen. Ja, da kommt schon jemand, der ein Da wenig liegt mal mehr drin, Alter. frustriert ist. Tut mir leid, es ist Hoffentlich nichts ist mehr das kein Symbolzeichen, dass die Ja, Flasche da hinten leer ist. Flasche leer, Flasche leer. wie Eli Wahi. Flasche leer. Könnte das auch ein Symbol für Wahi sein? Denn Phil, du hast ihn auch bei diesem Testspiel gegen den FSV gesehen und dein Fazit war, ich will es mal so formulieren, offenbar nicht so positiv. Also ich hatte ja wirklich gehofft, dass das alles jetzt zur neuen Saison, dass man so einen Cut macht. Es hat ja schon den einen oder anderen gegeben, der ein bisschen gebraucht hat, um anzukommen. Alles gut, ne? Dieses obligatorische halbe Jahr. Wir haben bei Hecki gerade drüber gesprochen. Und ich habe mich richtig darauf gefreut, den am Samstag in der Anfangsformation zu sehen. War auch relativ klar, dass er 90 Minuten spielt. Und ich dachte, okay, Viertligist, FSV, jetzt kannst du mal ein bisschen irgendwie Schwung holen. Ne? Und also, ich weiß nicht, wie es euch ging, aber ich stand da in diesem Block mit diesen Menschen um mich herum und die haben sich irgendwann echt fassungslos gegenseitig angeguckt, weil die nicht verstanden haben, was da passiert. Und ich habe weder einen Zweikampf noch ein Laufduell, ein gewonnenes von ihm gesehen in 90 Minuten gegen die Defensive des FSV Frankfurt. Und das sind geile Jungs. Grüße an Lukas Gottwald und Tim Weißmann, super Dudes. Aber es sind halt auch Regionalliga-Verteidiger. Ja? Ist so, schwarz-blau. Ja, es war, also ich finde kaum Worte für das, was ich da gesehen habe. jetzt und das, nein. nein, Kaum nein, Worte. das war so Entschuldigung, absurd, Alter. Basti. Gut, Ja. dann finde ich ein Wort. Ich habe das, finde mal ich ein fand Wort das und eine chill mal, absurde Vorstellung Ja, ist okay. von Eli Wahi in diesem Testspiel. Und es macht mir große Sorgen auf ganz vielen Ebenen, weil er eigentlich funktionieren muss, weil er eigentlich schon ja im Winter der Vorgriff war für das, was jetzt in diesen Tagen passiert, als Ekitike-Nachfolger. Und ich sehe nach wie vor nichts, null, nada. Das ist schon relativ eindrücklich, was du schilderst. Und das deckt sich ja auch mit dem, was ein Dino Topmöller nach dem Spiel gesagt hat. Der sind andere Worte fasst, aber trotzdem Glück. auch sagt, dass da, ja, definitiv, deswegen gibt es ja auch diesen Unterschied, aber der auch schon relativ ratlos war und hat schon gesagt, da muss jetzt mehr geliefert werden. Auch der Kicker war sehr deutlich in seiner Wortwahl, die unter anderem auch gesagt haben, dass ihm vollkommen die Bildung fehlt, nicht die Bildung. Bildung weiß ich nicht, aber zumindest die Bindung. Ja, und dass man sich natürlich viel mehr erwartet hätte und dass selbst dieses Testspiel wirklich eher Fragezeichen aufwirft und keine Ausrufezeichen. Und da stellt sich die Frage, Basti, müssen wir alle mal die Kirche im Dorf lassen? Wie ist das Spiel, wie hast du es gesehen? Ich habe es natürlich ähnlich gesehen. Ich bin ja auch nicht dumm. Also ich kann ja auch sehen, was da auf dem Platz passiert. Und ich würde auch zugeben, dass da große Warnzeichen sind. Aber auch wenn ich sage, ich falle jetzt beim ersten Sturm gegen Wahi nicht um, muss ich schon sagen, das war schon ein Sturm. Das war kein leichter Wind, sondern das war schon ein Sturm. Und das ist mit Sicherheit was, wo man überlegen muss, was macht man jetzt? Ja. Stellt man ihm irgendwie einen Mentaltrainer an die Seite, arbeitet man ihm nochmal individuell. Aber ich glaube auch, dass man das alles gemacht haben wird. So, ich glaube nicht, dass die Eintracht so dumm ist und denkt, ah, geil, wir ballern so viel Geld raus und lassen den dann einfach mal ein bisschen rumdeletieren. So wie das damals vielleicht bei Kaio gemacht wurde, der da auf sich gestellt war. Ich glaube schon, dass die Eintracht da hinterher ist und es fruchtet noch nicht. Ich weigere mich aber tatsächlich, weil das macht ja nicht nur Phil, sondern das machen ja alle. Komplett alles dermaßen in Grund und Boden zu reden, als hätten wir hier Carlos Kaiser verpflichtet, der es geschafft hat, über ein paar Jahre eine Fußballeridentität zu fälschen und dann im entscheidenden Moment verletzt war. Es gibt in Sicherheit bei diesem Spieler Fähigkeiten, die dafür gesorgt haben, dass er in dem Preisregal gelandet ist, in dem er gelandet ist. Und die Eintracht wird nicht komplett in irgendeinen Scam reingetreten sein. Die Frage, die sich jetzt stellt, ist, beendest du das Experiment und sagst, okay, wir minimieren den Schaden und verkaufen ihn vielleicht mit 10 Millionen Verlust? Oder gibt es Leute, die da näher dran sind, die sagen, man kann mit dem arbeiten? Weil ich weigere mich zu glauben, dass dieser Typ überhaupt keinen Fußball spielen kann. Und wer den genau beobachtet hat, der sieht, dass dieser Typ verunsichert ist. Und wenn jemand verunsichert ist, dann spielt das mit Sicherheit eine Rolle, was seine Fähigkeiten, die dann auf dem Platz landen, betrifft. Und ich kann die Frage nicht beantworten. Ich kann nur sagen, ich will nicht in diesen dramatischen Chor einstimmen, der jetzt alles in Grund und Boden redet. Ich würde gerne, dass die Eintracht bewertet, ob sie sich zutraut, diese fehlende Bindung zur Mannschaft, das sieht man auch ein bisschen im Training, dass er da ein bisschen für sich so rumbrodelt, und diese Unsicherheit hier, dass man die auflösen kann. Das weiß ich nicht, ich kann es mir trotzdem immer noch vorstellen. Und wir dürfen ja auch nicht vergessen, dass die Eintracht ja nicht jetzt blind auf dem Markt damals zugeschlagen hat, sondern Wahi war ja durchaus schon länger im Blickfeld der Eintracht. Ja? Ne? Ja, also er war definitiv schon ein Name, nur leider hat es dann halt
absolut nicht funktioniert. Ich finde halt schon, Bassi hat einen Punkt, wenn man halt sagt, man muss ihm vielleicht jetzt einfach noch mal eine Chance geben. Er hatte halt auch einen massiven Konkurrenzdruck jetzt in der letzten Saison, wenn du halt solche Spieler vor dir hast und selbst überhaupt nicht zum Zug kommt. Wie sollst du da irgendwie wieder Sicherheit bekommen? Ich denke aber halt trotzdem, es ist jetzt noch so früh im Transferfenster. Man hat noch alle Zeit der Welt, um eventuell ein paar Stellschrauben noch zu drehen. Ob man auch das Geld dafür hat, bei dem, was die Vereine aktuell auf dem Stürmertransfermarkt abrufen, ist die andere Frage. Aber Also er hatte jede Chance, ich sehe es anders, er hatte jede Chance seit der Winterpause durch den Abgang von Omar Mamouche. Es war nicht klar, dass ein Bahoya beispielsweise so funktioniert, dass die Mannschaft das intern so kompensiert. Auch Batshuayi hat jetzt ja nicht von sofort auf gleich gezündet. Es ist ja auch schon 2 Jahre her, dass er das letzte Mal gut gekickt hat. Das dürfen wir nicht vergessen. In Marseille hat er überhaupt keine Rolle gespielt. Das Jahr davor war auch schwach. Und ich mache das ja nicht, weil ich den nicht mag, sondern ich sage, was ich sehe. Der ist jetzt über ein halbes Jahr da. Ich sehe absolut keine Weiterentwicklung, in keinster Hinsicht. Das macht mir große Sorgen. Und ihr dürft nicht vergessen, der Typ hat weit über 20 Millionen Euro gekostet, hat einen dementsprechenden Vertrag. Wie viel Kapital da gebunden ist, das dich wiederum auf der anderen Seite ja auch hindert, jetzt möglicherweise noch mal entsprechend nachzulegen, obwohl es gerade im Sturm jetzt eben dringend nötig wäre. Das heißt, was machst du? Setzt du wirklich darauf, dass der jetzt in diesem Halbjahr, weil das muss in diesem Halbjahr passieren, sonst hat er irgendwann keinen Wert mehr. Ja. Der Marktwertverlust ist sonst zu drastisch. Setzt du darauf, dass das irgendwie funktioniert? Oder sagst du, Last Exit, wie du es gerade gesagt hast, wir nehmen in Kauf, dass der jetzt halt 10 Millionen weniger wert ist, aber wir versuchen noch einen Markt zu finden, bevor er fast gar nichts mehr wert ist. Und das ist natürlich eine Frage, die muss man sich stellen, denn ich glaube, das Profil, was die Eintracht jetzt suchen wird, das ist trotzdem schon nicht komplett klein. Es ist trotzdem wieder ein Format, von dem du sagen musst, es ist ein Stürmer, der eigentlich schon funktionieren sollte. Oder? Oder seht ihr, dass es eher, dass wir jetzt mit Burkhardt eigentlich durch sind und jetzt jemanden für dahinter brauchen, der dann wieder wächst? Weil dann, also das sehe ich nicht. Ich glaube, es muss in der Champions League schon direkt funktionieren, oder? ich glaube, du kannst halt nicht sagen, du gibst Wahi ab und gehst dann nur mit Burkhardt und eher als Einwechselspieler Batshuayi rein. Ich glaube, das wäre zu dünn. Dann müsste man auf jeden Fall nachlegen. Und natürlich wäre es auch gut, wenn man wieder so einen Entwicklungsspieler sich in den Kader holt, der dann vielleicht auch wieder in 1,5, 2 Jahren ein bisschen Geld abwirft. Aber aktuell der Transfermarkt ist halt recht dünn. Basti? Es ist auch wieder hier die Systemfrage. Also ich bin ja weit davon entfernt, mich meinen Träumen hinzugeben, zu sagen, ich träume davon, dass die Eintracht endlich mal mit 4 Stürmern in die Saison geht. Da bin ich ja komplett weit weg von. Ja. Ich weiß schon, welche Einblendung jetzt wieder kommt. Stürmer. Nein, aber es ist ja, ich meine, am Ende ist es ja so, uns wurde erzählt, so mit Burkhardt wird auch mal ein Doppelsturm geplant. Und wenn du mir das erzählst, dann brauchst du 4 Stürmer. So, ich glaube, das wird nicht passieren. Ich glaube, dass man Usun als 4. Stürmer dazu zählen wird, dass du eventuell einfach jetzt nur an der Wahi-Frage entscheidest, ob noch jemand kommt. Weil ansonsten werden das unsere 4 Leute vorne sein. Die kannst du auch gut zusammenbasteln. Bei Wahi hast du den entscheidenden Punkt angesprochen. Da ist viel Kapital gebunden. Die Frage, die sich die Eintracht jetzt stellen muss, traut die Eintracht sich zu, den auch hinzukriegen? Weil am Ende, jetzt mal ganz kurz, es gab ja auch schon viele Spieler, die hier vom Hof geschrien wurden, Haller ist zu langsam, da geht gar nichts, bei dem geht gar nichts. Es gab viele Spieler, wo gesagt wurde, wo von den Fans, wo er zu uns gewechselt ist, boah, was wollt ihr mit der Kröte, Christensen, Kostic, wie sie alle hießen. Die Eintracht hat bewiesen, dass sie diesen Move pullen kann, dass sie das alle denken, das funktioniert niemals und auf einmal Pam. Und wir wissen alle, wie schnell es im Fußball geht. Wenn dieser Typ plötzlich Selbstvertrauen hat, dann lösen sich alle diese Ängste, die wir gerade haben, in Wohlgefallen auf. Die einzige Frage, die sich stellt, traut die Eintracht sich zu, dieses Problem Wahi, und ich gebe zu, dass es eins ist, weil du hast es angesprochen, das ist eigentlich der Top-Stürmer. Eigentlich ist das unser Stürmer Nummer 1. Das ist der Etiketteersatz. Auch von den Fähigkeiten, du hast vorhin angesprochen, was das Profil betrifft. Burkhardt kann das nicht machen und wir würden auch wirklich in Schwierigkeiten geraten, wenn wir die Etikettenachfolge auf Burkhardt abwälzen, weil das ist ein ganz normaler, wie ich es letztes Mal gesagt habe, das ist ein Allmann-Mittelstürmer Bundesliga. Und das versucht auch jeder gerade auch sprachlich schon zu lösen. Also um zu sagen, hier macht mal halblang, der muss auch erstmal kommen. Das ist genau der ist auch neu. Ja, und der muss auch erstmal reinkommen. Phil, du wolltest noch dazu was sagen. Also das Problem ist, dieses Wahi-Problem bedingt ja wirklich deinen Handlungsspielraum. Und das ist genau der Punkt, an dem wir sind. Weil natürlich, jeder von uns sieht doch, dass du zwingend noch einen Stürmer holen musst, mit Blick auf den Kader, den du da jetzt beisammen hast. Diese 3 Jungs, Batshuayi, wissen wir, was er kann, wir wissen, was er nicht kann. Ja? Wahi, völliges Lotto momentan. Und ein Johnny Burkhardt, der noch nie in seinem Leben eine Saison mit so einer Belastung gespielt hat, bei seiner körperlichen Vorgeschichte. Mit dem Sturm in die Saison zu gehen,
weiß ich nicht. Das Jetzt heißt, ist Aber aber das stehen wir eigentlich Problem, jedes Jahr hier und haben Angst, was im Sturm Aber das passiert. Problem ist- Jedes Jahr. Aber es ist noch Aber das früh, das Problem ist ist- alles Gute. Ja. der Handlungsspielraum, der jetzt durch den Hecki-Wechsel frei wird, das ist der für Ritsu Doan. Aber mehr nicht. Weil, und das müssen wir immer wieder dazu sagen, viel von dem, was wir jetzt einnehmen, ja, ist ja auch schon längst wieder ausgegeben worden. Denk an Johnny Burkhardt, Ablösesumme plus 5-Jahresvertrag. Ja. Wie viel, ne? Das ist nicht günstig. Denk an die Vertragsverlängerung mit Robin Koch, ja, Definitiv. was da gebunden ist. Dann hast du noch, du hast mit Youngster wie Nene Braun auch vorzeitig verlängert zu besseren Konditionen. Es ist schon wahnsinnig viel Geld einfach weg. Ja, von dem, was du jetzt dagegen finanzierst. Das heißt, so viel Handlungsspielraum hast du tatsächlich. Aber ganz kurz, vielleicht brauchst du den, was den Sturm betrifft, brauchst du vielleicht auch keine 4 Mittelstürmer. Du hast Doan angesprochen, wenn wir über Bahoya reden, über Doan, über Usun, dann sind das alles Halbstürmer. Erinnert dich an die Zeit, als wir einen Mittelstürmer hatten und wir hatten so 2 Zehner dahinter. Vielleicht ist auch das, was die Eintracht will, weil von den Spielern hat sie viel am Kader, also die hinter den Spitzen spielen können. Vielleicht will die Eintracht einfach sagen, okay, Ankerstürmer, 2 dahinter, weil dann würde es ausreichen. Dann hättest du mit Burkhardt Stürmer Nummer 1, du hättest mit Batshuayi Stürmer Nummer 2, du hast mit Wahi oder du tauschst ihn gegen Mr. X, hast du vielleicht noch diesen besonderen Spieler, der auch als Doppelspitze, dann hast du eigentlich, was das betrifft, genug Handlungsspielraum. Dann brauchst du nicht noch einen. Das heißt, Matanovic musst du dann nicht ersetzen. Aber die Entscheidung musst du treffen und im Endeffekt entzündet die sich komplett an der Wahi-Frage. Ja. So, und wenn du Wahi abgibst, musst du trotzdem, und du hast vorhin den entscheidenden Punkt gesagt, Etikette ist kein Mittelstürmer. Etikette ist, ich weiß gar nicht, Etikette ist eine eigene Spielerkategorie, Ja, weil der ist A, ein Boxspieler, der in der Box Sachen macht, aber der ist auch auf den Außen, hüpft da rum und startet mal ein Dribbling und lässt jemanden aussteigen. Das heißt, der ist eigentlich komplett alles, was du vorne haben willst. Deswegen will Liverpool den auch haben, weil das ein geiles Profil ist, weil das selten ist. Das heißt, die Eintracht muss in irgendeiner Art und Weise dieses Besondere, was Etikette reingebracht hat, ersetzen. Und wenn sie sagt, Wahi kann das aus mentalen, körperlichen, sportlichen, sozialen Gründen, kann das nicht schaffen, dann musst du da noch was machen. Und ich glaube, das wird extrem tricky, weil wenn du dann wirklich sagst, du willst jemanden für Wahi bekommen, dann musst du ihn auch wirklich verkaufen. Und ich glaube, jetzt einen Markt zu haben, ist tatsächlich, ja, liebe Saudis, wenn ihr zuhört, schreibt in die Kommentare, ja, was ist der Betrag X? Saudi-Gaudi hier. Ja, genau, wow, Saudi-Gaudi beim Fußball 2000. Keine Angst, wir sind ja sonst nicht käuflich, aber schreibt mal in die Kommentare, was ihr sagt. Was ist euer Take, liebe Fans, von Fußball 2000? Wie würdet ihr dieses Thema lösen? Denn es ist tatsächlich tricky. Und es ist wirklich die Frage, es ist auch eine Systemfrage. Ne? Das ist wirklich so. Es ist auch eine Topmöller-Frage, sorry. Also du hast es vorhin mal mit einem Nebensatz kurz gesagt. Es ist die Frage, gönnt man Dino Topmöller bei all den Widrigkeiten, die ihm als neuer Trainer in der Bundesliga schon hingeworfen wurden, gönnt man ihm einfach mal einen kompletten Kader jetzt. Ja. Zu sagen, ey, wir haben jetzt das Geld, wir haben die Planung und, du hast es vorhin auch gesagt, wir haben endlich auch die Zeit. Ja. Etikette ist jetzt nicht gegangen und morgen ist Redline Day und wir schwitzen hier und denken, scheiße, was passiert jetzt? So, es ist noch Zeit. 21. Juli, wir haben noch lange Zeit. ist Aber noch Topmöller sagt am Samstag auch, ja, wir müssen aber jetzt erstmal die Erwartungen runterschrauben nach den Abgängen, die wir jetzt zuletzt hatten. Also das klingt ja erstmal schon so, als... Ja, aber sorry, Dino, das ist auch zu früh noch. Also, um jetzt dieses reflektive Understatement zu machen, es ist ja noch nicht, das kann man sagen, wenn der Kader da ist. Aber was wirklich Dino Topmöller verdient hätte nach diesen 2 Jahren, und Markus Krösch hat auch bewiesen, dass er dazu in der Lage ist, wäre ein kompletter Kader. Zu sagen, alles klar, wir gehen in die Champions-League-Saison, wir haben uns das erarbeitet in der Liga, wir gehen in die Champions-League-Saison und der Kader ist rund. Und du gehst nicht mit Bauchschmerzen in die Saison, weil du weißt, das fehlt, das fehlt, das fehlt. Ich finde, Dino Topmöller hätte sich das verdient. Ich finde, die Arbeit, die er geleistet hat mit den Spielern, ich meine, im Endeffekt ist Dino Topmöller ja der die Spieler in Anführungszeichen restauriert. So. Da kriegt er was hingestellt, der muss dann viel Feinarbeit leisten im laufenden Betrieb, während er noch Sachen verkaufen muss, dass der Laden wirtschaftlich ist. Also das ist ja schwierig, das, was Dino Topmöller da macht. Ja, und er hätte sich verdient, dass man ihm einfach mal ein Jahr gibt, wo er sich mit solchen Lücken, die der Kader, beide Kader, die er hatte, in den beiden Saisons hatte, dass er sich damit mal nicht beschäftigen muss. Insbesondere, weil der Kader ja jetzt vor Herausforderungen steht, die noch eine Nummer größer sind. Die Champions League wird auf jeden Fall krass, die wird cool, da freuen wir uns drauf. Es gibt garantierte Spiele, aber es ist definitiv einfach so, dass du sowohl im DFB-Pokal als auch in der Liga dich auch wieder neu aufstellen musst. Du willst ein bisschen da reinstoßen, wo du denkst, dass andere Lücken haben, aber da darfst du selber keine Lücken haben. Wir sind im Kader sehr, sehr gut besetzt. Ich habe ein sehr gutes Gefühl. Es tun sich ansonsten auch wenig Fragezeichen auf, aber der Sturm bleibt ein Thema. Ja. Insofern, liebe Leute, warum ist das so? Warum ist das so? Ja, genau, weil halt Ekitike gegangen ist. Noch mal kurz zusammengefasst, 95 Millionen, das ist eine Riesensumme. Davon geht aber viel ab. Vielleicht bleiben 60 dann wirklich bei der Eintracht. Trotzdem immer noch eine Riesennummer. Aber ich will trotzdem so ein bisschen auf das Emotionale noch mal gehen. Und Hanna, ich will dich fragen, wir gehen jetzt mal hier so die Runde durch. Was war dein Hecki-Moment? Was war so das, wo du gesagt hast, oh, jetzt bin ich in Love?
Das war tatsächlich im ersten Spiel der neuen Saison, wo er da noch da war, also nach dem halben Jahr, wo er da gerade am Anfang noch ein bisschen rumgekrankt ist, das Spiel gegen Hoffenheim, weil er da einfach bewiesen hat, boah krass, das Ganze kann funktionieren. Er legt da noch einen Lupfer hin, schießt ein Tor, er gibt eine Vorlage. Also da hat er zum ersten Mal richtig gezeigt, was er kann, und vor allem hat man da auch zum ersten Mal so richtig gesehen, was für ein krassen Dribbelspieler wir da auf einmal bei der Eintracht haben, und das hat mir richtig Bock gemacht. Diese Komplettheit dieses Spielers, die hast du da in völliger Gänze gesehen, und das war für mich auch sehr, sehr gut. Ich muss sagen, wo ich dann gesehen habe, dass der Spieler auch mit Drucksituationen gut klarkommt und wirklich auch nochmal ein Level höher gegangen ist, war für mich beim Hinspiel in Tottenham. Da muss ich echt sagen, ne, das Tor herausragend geil, und das war für mich ein Moment, da war wirklich, keine Ahnung, das Blut, es war in meinen Adern, es schwoll in meinen Adern. Ich habe echt gemerkt, okay, da ist hier was möglich auf jeden Fall. Vor allen Dingen wusstest du in dem Moment, das wird dein nächster 100-Millionen-Transfer. Genau. Weil das war große Bühne, Europapokal, Viertelfinale, und dieses Tor schießen auf der Welt vielleicht 20 Leute von der Mittellinie, und du hattest keine Chance, das zu verteidigen. Das hatte so kurze Ian-Robben-Moves. Du wusstest, was passiert, und keiner kann was dagegen machen. So. Und das war der Moment, das ist tatsächlich natürlich auch hängen geblieben. Ja. Mir ist aber auch seine wirklich extrem positive Art aufgefallen. Also wann immer ich den im Training gesehen habe, jemand, der so viel Spaß hat, der immer zum Scherz aufgelegt ist. Ja? Das war so ein junger Timmy Chandler so ein bisschen fast, ne? Wo du irgendwie denkst, wie gut so ein Typ so einer Mannschaft einfach tut. Weil alle, wenn der Spaß macht, lachen alle mit. Ja? Und das ist wirklich, das hast du wirklich gemerkt. Ohne Scheiß, wenn du bei Imago, bei dpa die Bilder durchgehst, ne, von Ekitike, dann ist der die ganze Zeit am Grinsen. Der hat eine gute Zeit, jetzt selbst auch vom Testspiel noch gehabt und so. Das ist echt ein Schalk im Nacken. Ja, und das ist aber Glück ganz ehrlich. Schalke. Ja, zum Glück kein Schalke, sonst wird es in die zweite Liga gehen. Grüße an dieser Stelle. Ich bin froh, dass du da bist. Ich habe das Gefühl, da ist jemand, der mit mir leidet. Teiltes Leid ist halbes Leid. Aber man muss wirklich sagen, das ist auch etwas, das ist auch so ein Wert, den er natürlich in der Mannschaft hat. Da hoffe ich auch, dass das andere kompensieren können. Basti, was war für dich der besondere Hacky-Moment? Ich kann keinen anderen nennen, als den du genannt hast, weil verbunden mit der Wichtigkeit des Tores, mit der Stage und mit dem Jubel im Gästeblock. Ja. Also wenn man da stand, du hattest ja auch irgendwie, das Tor hat sich ja nicht angedeutet, das sind ja die besten Tore. Genau. Die besten Tore sind ja nicht die, wo du weißt, Elfmeter und bla bla, sondern der Skiri spielt so einen halb befreienden Ball da raus, und dann hast du erstmal den Ball gesichert, da atmest du als Fan erstmal durch, weil du eher defensiv denkst und denkst, Tottenham kann jetzt nicht am Ball, auf einmal läuft er los. Auf einmal schießt er das Tor, dann gibt es diese, und das sind die geilsten Momente, da krieg ich Gänsehaut, wenn ich dran denke. Diese halbe Sekunde, wo der Ball drin ist, guckst deine Leute an und weißt, in einer halben Sekunde wirst du hier einfach auf dem Boden liegen und irgendwo rumschreien. Das sind die Besten, und du guckst so, und dann fällt dieses Tor, und du denkst dir noch, weil zu der Zeit hast du ja gedacht, ach du Scheiße, vielleicht geht das hier Richtung Europapokalsieg Nummer 2. Und das war für mich dieser Moment, weil das war, was Phil auch gesagt hat, das haben wir auch in der Vergangenheit besprochen, das war der Moment, wo er sich von 65 zu 85 Millionen Euro geschossen hat, und wirklich auch in die Notizbücher von ganz, ganz vielen Leuten. Und die unfassbare Wichtigkeit, die er bei der Eintracht hatte, nochmal final demonstriert hat. Weil da war auch Schwierigkeit, man darf bei ihm auch nie vergessen. Für den war das auch nicht einfach. Nein, die haben dieses, Alter, du haben dieses Power-Duo. Mamouche ersetzen. Genau, die haben dieses Power-Duo. So, die konnten sich gegenseitig ergänzen, die Tore auflegen. Mamouche hat so ein bisschen Spotlight. Bla, bla, bla. Und dann ist er plötzlich alleine, hat am Anfang so ein bisschen damit gefremdelt, und dann hat er es trotzdem hingekriegt. So. Schafft das erstmal. Ganz ehrlich, überleg mal, wir kommen aus den Superlativen nicht raus, aber wir müssen es auch, während das passiert, mit dem allergrößten Löffel, den wir haben, essen. Was hat Mamouche bitte für eine Hinrunde gespielt? Wahnsinn. Das ist die most outstanding Hinrunde, die wahrscheinlich jemals ein Bundesligaspieler gespielt hat. Vielleicht noch Lewandowski, wo er seine 4-Tore-Saison hatte. So. Und auf diese Hinrunde, auf diese unfassbare Hinrunde, die über die Eintracht hinaus schon spektakulär ist, musst du jetzt als junger Stürmer in irgendeiner Art und Weise alleine vorne dich immer gegen zwei Innenverteidiger aufreiben. Und trotzdem hat er geliefert. Ja, dann muss ich das wohl machen. Überall in seinem Alter, in den Statistiken, Stefan Reich hat es, glaube ich, mal gesagt, überall vorne. Überall vorne. Und ich glaube, deswegen hat die Eintracht am Ende auch das Geld bekommen, weil da Scouting-Abteilungen, hochprofessionelle Scouting-Abteilungen sitzen, die jetzt einfach auch kein Social Media lesen, sagen, der ist dann bei der Eintracht, Farmers League. Ganz ehrlich, wenn ich noch einmal Farmers League lese, wo kommen denn eure Leute her? Haaland, Bellingham, was geht bei euch? So. Also von daher, ich glaube, dass Etikette ein absoluter Weltklasse-Stürmer wird. Das ist er noch nicht, das will ich auch dazu sagen. 22. 22. Ist er noch nicht. Und ehrlich gesagt, was auch so weit dazugehört, es ist auch nicht 1000% gesagt, dass er das schafft, was die Leute in ihm sehen. Deswegen ist das auch trotzdem ein guter Deal für die Eintracht. Es ist ein guter Deal für die Eintracht, so viel Cash einzustecken, die Dinge zu bezahlen. Und um es für mich bei Etikette mit einer positiven Sache abzuschließen, ist das jetzt der Dominostein, der Ritz Dorn zur Eintracht spülen wird. Und dann hast du wieder ganz andere Möglichkeiten, weil vielleicht ist er zumindest einer, der einen Teil
dieser besonderen Fähigkeiten auffangen kann, die etikettierte Eintracht gebracht hat. Tatütata, ihr seht, das ist auf jeden Feuerwehrmann Fall. kommt. Wir werden auf jeden Fall über neue Feuerwehrmänner vielleicht in den nächsten Wochen noch viel sprechen. Da passiert mit Sicherheit noch einiges. Stell dir mal vor, das ist jetzt so der Break in der Netflix-Serie Eintracht. Das ist der Cut. Im Sommer haben sie noch über Mammut-Etikett gesprochen. Und dann müssen wir im Frühling darüber reden, dass Friedhelm Funkel Eintracht rettet. Liebe Leute, ich hoffe, dass das nicht passiert. Aber viel Neues passiert auf jeden Fall bei der Eintracht. Wie gesagt, wir werden über potenziell neue Spieler in den nächsten Wochen auf jeden Fall reden. Schreibt in die Kommentare, was ihr sagt, welcher neue Spieler euch da gefallen könnte. Lasst auf jeden Fall mal ein Like da. Aber vielleicht auch mal ein Like da lassen. Ja. Dreh dich mal um, denn es gibt ein neues Trikot der Frankfurter Eintracht. Die Frankfurter Eintracht hat ein, dreh dich mal wieder um, mach mal so ein bisschen ich den mach jetzt die Dance. Sendung so. Ja, genau. Es gibt ein neues Trikot und liebe Hanna, ich will dich fragen, was ist dein Gefühl zu diesem neuen Trikot? Ich habe sehr gute Gefühle zu diesem Trikot, muss ich sagen. Ich liebe es sehr. Es gibt mir so ein bisschen Retro-Vibes, diese weißen Streifen neben am Rand, so 2000er-Feeling. Ja. Und ich mag einfach Trikots, die nicht so abgefahren sind. Ich brauche keinen Farbverlauf, Sternchen, Gedöns, ich will Streifen oder Uni. Und dann noch mit dem, ja, ich finde die Adidas-Streifen passen auch ganz gut dazu. Also, was sagst du zu dieser Irritation, die hier stattfindet? Wir sind halt, Speck in Ruhe, Alter. Wir sind auch Das war Speck in Ruhe. Ich würde sagen, es ist ein Figurschmeichler. Ein Figurschmeichler. Ja, aber das funktioniert ja offenbar nicht. Das ist so niveauflexibel. Wir sind hier auch Mode 2000 mittlerweile. Ja. Hoffentlich mache ich jetzt kein Copyright-Infringement oder so. Aber ich finde auch, dass es mittlerweile echt ganz gut aussieht. Ich habe mich reingesehen. Wie ist es bei dir? Ich finde den Kragen komisch. Ich bleibe dabei. Ich finde diese Kragenkonstruktion sehr, sehr seltsam. Für mich hat so ein Gefühl, ja, wir machen jetzt mal irgendwas mit Streifen zunächst mal, weil für alles andere brauchen wir ja mehr Zeit. Lass uns noch irgend so ein Merkmal, was so ein bisschen USP hat. Ja. Lass mal so einen Kragen machen. Warum? Ja, damit es halt so ein bisschen was Eigenes hat. Zumindest mein Eindruck. Ich finde es nicht so richtig geil, aber... Den Kragen verstehe ich auch nicht. Wie wenn wir damit deutscher Meister werden, werde ich es feiern. Auf jeden Fall. Ich bin irritiert, dass ich mich die ganze Zeit als wäre ich so ein Museumsstück. Ja! Schau dir das mal hier an. Was hat der Maler sich dabei gedacht? Aber wie fühlt sich denn der Kragen an? Wir müssen ja auch immer vom Gefühl her gehen. Also, es schmeichelt auf jeden Fall der Figur, da hast du recht. Und es ist angenehm zu tragen. Also es ist tatsächlich, es ist nicht so wie... als ich das gesehen habe auf dem Bild, habe ich gedacht, boah, das nervt bestimmt. So, dieses Ding hier. Hätte ich auch gedacht, ja. Das und was weiß ich. Aber überhaupt nicht. Also da haben die Leute sich schon was bei gedacht. Ob es jetzt geil ist, weiß ich nicht. Aber zumindest vom Tragekomfort stört es nicht. Man muss aber sagen, Basti ist ohnehin nicht unsere Kragenweite. Also ihr merkt schon, da ist einiges drin. Wie kann ich das jetzt verstehen? Das nehme ich jetzt mit ins Bett heute Abend. Was das bedeutet. Da musst du drüber nachdenken. Nein, aber bei dem Trikot sieht man schon, dass Adidas nur ein Jahr Zeit hatte. Punkt. Ja, das stimmt schon. Es ist kein absolut outstanding Trikot, wo man sagt, wenn man will, kann man schon hier Michael Ballack im Champions League-Finale mit verlieren sehen. Ja, aber genau das ist doch cool. Ich brauche nicht immer... Ich brauche doch nicht immer hier irgendwie Sternchen und Geripptes und sonst irgendwas. Geripptes? Ja, aber... Herbert. Gut, also das sieht schon ein bisschen aus wie Leverkusen. Ja, aber es sieht auch aus wie Eintracht. Ich muss mal sagen, ich stehe schon auf besondere Trikots. Und so richtig besonders ist es für mich jetzt erstmal nicht. Ganz ehrlich, apropos besondere Trikots. Scheiß doch mal aufs Eintracht-Trikot. Das hier ist ein besonderes Trikot. Das ist das Champions League-Trikot der Eintracht. Ja, auf jeden Fall. Das ist für die großen Jungs, für diejenigen, die auf Country-Music stehen. Ja, mehr brauche ich nicht sagen. Meine Cowboy-Freunde, schreibt mal die Lyrics von manchen. Schreibt mal genau, führt es mal fort. Ja, auf jeden Fall, führt es mal fort. Schreibt, wo der gelbe VW. Was ist mit dem gelben VW passiert? Ja, am Ende müssen wir uns diese Frage stellen. Ja. Ich freue mich aber tatsächlich auf das Tritt-Trikot. Ich habe nämlich schon gesehen, da sollte Europa abgebildet werden, wenn es das irgendwie ist, was so schon geleakt wurde, dann könnte ich mir vorstellen, dass ich mir das vielleicht kaufe. Aber an sich, ich muss schon sagen, ich gewöhne mich dran. Und wenn wir damit die Champions League gewinnen oder den DFB-Pokal oder die Deutsche Meisterschaft, dann lasse ich da mit mir auch reden. Aber um genau das zu gewinnen, muss es eine gute Vorbereitung geben. Und eine gute Vorbereitung, die gibt es offenbar in den USA. Und einer von uns, der ist da, nicht wir. Du kennst mal die USA, in- und auswendig, schon lange da gewesen. Wir auch zweimal. Wir kennen ja die Philly Cheesesteak Sandwiches. Und von Philly zu Phil. Warum Marvin, Alter? Du hast von den ganz Großen gelernt, Alter. Guck mal, wie viel Stolz in seinen Augen glänzt. Ich habe schon bei Country auf die Überleitung zum Trainingslager in Kentucky gewartet, ehrlich gesagt. Weil das ist auch große Musikregion. Ja, auf jeden Fall, du hast vollkommen recht. Und da wirst du dich natürlich nicht nur musikalisch, sondern auch sportlich rumtreiben und schauen, was die Eintracht da so macht. Wie sieht dein Plan aus? Also morgen geht's los, morgen. Dienstag früh. Mannschaft fliegt auch morgen. Ich werde dabei sein, die ersten 8 Tage zumindest in Kentucky. Unter dem Motto Kentucky schreit Kicken. Werde ich natürlich auch für Fußball 2000 dabei sein. Und nein, wir werden euch auf jeden Fall umfassend informieren. Ich habe gesehen, viele aus der Fußball 2000 Community sind auch vor Ort. Ich freue mich, euch zu treffen, euch kennenzulernen. Und es wird volles Programm geben. Jeden Tag eine Folge, entweder hier bei YouTube oder bei Insta.
Checkt den WhatsApp-Channel. Also wir Sprachnachrichten. werden euch bombardieren, denn Young fellows. die allermeisten von euch werden natürlich nicht vor Ort sein. Und auch deswegen bin ich da und werde euch mit den heißesten News aus Kentucky auf jeden Fall versorgen. Das ist mega geil. Und Phil, wir haben natürlich die Möglichkeit, für die Fragen stellen, Fragen vielleicht auch beantwortet haben wollen, kannst du auch ein bisschen was mitgeben. Ne? Dementsprechend, also WhatsApp-Kanal ist natürlich eine Sache, da bekommt ihr ja auf der einen Sachen rein. Aber ihr könnt bei uns in den Kommentaren immer am Start sein oder auch bei Instagram könnt ihr schreiben und vielleicht die richtigen, wie soll ich sagen, den richtigen Riecher beweisen, den Phil dann wahrscheinlich fragend dann mitgeben kann. Und im Idealfall, das ist das kleines Teasing für die kommende Woche, gibt es vielleicht sogar ein exklusives Fußball 2000 mit einem Spieler. Möglicherweise, aber das nur so vielleicht am Rand. Erstmal kommen wir dahin in die Heimatstadt von Jennifer Lawrence. Wer weiß es nicht? Und vor allen Dingen ist die Heimatstadt von Muhammad Ali. Oh, das ist natürlich ist okay. auch der Flughafen benannt. Ja, und das ist gut. ja, Also- schauen wir mal. Also ich bin sehr gespannt, was du da mitbringst. Wie gesagt, Also das du ist denkst zuerst an Jennifer Lawrence und dann an Muhammad Ali. Ich wollte erstmal für die Community so auch wieder abholen. Ja? Viele wissen es vielleicht gar nicht. ja, also ich muss sagen, Muhammad Ali finde ich tatsächlich ein bisschen spannender. Ja. Aber ich glaube, da ist jeder anders. Ich kann mich auf jeden Fall sehr darauf freuen, was du so präsentieren wirst. Das ist so eine Glaubensfrage. Jennifer Lawrence oder Muhammad Ali? Da hast du ja so zwei Lager. Stellen Sie mal zusammen in den Ring. Ja, genau. Wer gewinnt? Ja, also insofern, man ist sich nicht hundertprozentig Machen wir die sicher. beiden einfach in Thumb. Ja, ich würde sagen, aber Jennifer Lawrence und so Muhammad eine Ali. große Irritation. Was ist jetzt mit bei Fußball Irritation. 2000 los im Endeffekt? Ja, aber das ist wirklich für uns ja die einzige Möglichkeit, das Trainingslager zu verfolgen. Deswegen bin ich sehr gespannt, was du da so mitbringst. Freu mich. Und wir werden natürlich auch die nächsten Wochen weiter am Start sein, denn wir wissen nicht, wie geht es weiter? Kommt ein neuer Spieler? Wie löst sich die Wahi-Situation? Es ist einiges drin. Es ist absurd, dass Ekitike jetzt schon gegangen ist, dass der nächste Multimillionenstürmer jetzt schon wieder den Verein gewechselt hat. Aber es ist krass. Wir sehen die Entwicklung der Eintracht. Wir bleiben ganz genau dran. Fußball 2000. Bis bald. Nächste Zeit. Announce Alter! Vielleicht werdet ihr jetzt sagen, trinken die eigentlich schon wieder bei Fußball 2000? Ist doch viel zu früh für eine Saisonprognose, für eine Vorschau. Wir sagen nein, ganz im Gegenteil und haben schon jetzt die wildesten Hot Takes zur neuen Saison für euch. So wird die Eintracht-Spielzeit 25/26. Fußball 2000 liefert euch jetzt schon exklusives Vorab-Insiderwissen. Also guckt sie euch an, unsere Hot Takes.